Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum. Ich begrüße Sie herzlich im Namen der Deutschen Botschaft hier heute zur heutigen Filmvorführung und Podiumsdiskussion im Filmhuset in Stockholm. Mein Name ist Clarissa Blomqvist, ich bin Pressereferentin an der Botschaft in Stockholm und es ist mir eine große Ehre, Sie heute hier willkommen zu heißen. Heute vor genau 50 Jahren, am 24. April 1975, überfiel eine Gruppe von Terroristen der Roten Armee-Fraktion die Deutsche Botschaft in Stockholm. Sie nahmen Botschaftsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Geiseln, ermordeten 2 Diplomaten und verletzten zahlreiche Menschen in der durch sie entstandenen Explosion. 50 Jahre später auf den Tag möchten wir daran erinnern, was geschah. Wir hören von Menschen, deren Leben sich damals schlagartig verändert hat und setzen uns mit den Hintergründen auseinander, erst im Film und dann im Gespräch mit Zeitzeugen und Experten. Besonders begrüßen möchte ich all jene, die selbst vom Anschlag betroffen waren und die heute hier im Publikum sitzen. Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Botschaft, Angehörige der Opfer sowie zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, die damals an dem Tag im Dienst waren. Viele von ihnen tragen die schweren Erinnerungen an den Tag noch heute mit sich. Herzlichen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Auch nach 50 Jahren bleibt es wichtig, an die Ereignisse von damals zu erinnern, vor allem um aus der Vergangenheit zu lernen für die Zukunft. Und deswegen freut es uns besonders, dass wir auch junge Leute hier haben. Ich begrüße die Schülerinnen und Schüler der Deutschen Schule in Stockholm. Der Terroranschlag auf die Deutsche Botschaft hat viele Menschen erschüttert, nicht nur in Deutschland, sondern auch hier in Schweden. Das schwedische Fernsehen und Radio waren aus unmittelbarer Nachbarschaft der Botschaft live dabei, haben die dramatischen Ereignisse ins ganze Land übertragen. Und einige dieser ergreifenden Bilder werden wir heute im Film sehen. Und gerade weil die Tat Deutschland und Schweden angeht, ist es besonders passend, dass wir heute einen Ausschnitt aus einem neuen Dokumentarfilm zeigen, der ein Beispiel ist für gelungene deutsch-schwedische Zusammenarbeit. Terror in der Botschaft. Die Produktionsfirmen Nordic Eye und Luxfilm haben zusammen einen 2-teiligen Dokumentarfilm von fast 2 Stunden Länge produziert, der schon jetzt im schwedischen Fernsehen SVT zu sehen ist und bald im ZDF und bei Arte, dem europäischen Kultursender. Mein herzlicher Dank gilt den Produzentinnen des Films, die die Idee zu diesem Filmprojekt hatten und das Ganze möglich gemacht haben. Sie haben mit großer Sorgfalt und, wie Sie gleich auch sehen werden, mit Feingefühl ein schwieriges Kapitel deutsch-schwedischer Geschichte aufgearbeitet. Ja, und jetzt übergebe ich an Lisa Wahlboom, Produzentin bei Nordic Eye und Initiatorin dieses Projektes, und danach an Wolfgang Bergmann, Geschäftsführer von Arte, der dem Film auch eine europäische Bühne ermöglicht. Ja, herzlich willkommen, vielen Dank und danach Film ab. Välkommen Lisa Wahlboom, producent av filmen som vi ska titta på, Terror på ambassaden. Tack så mycket. Danke. Ich verstehe Deutsch, aber ich spreche nicht so gut, så ich will jetzt Schwedisch sprechen. Tack så väldigt mycket för att vi fick komma hit. Nu är det ju 50 år sedan den här hemska terrorattacken som satte djupa spår i främst kanske Tyskland, där det var ett stort trauma. I Sverige kommer många ihåg några händelser, kanske ett speciellt klipp som finns på TV, där Bo Holmström, journalisten, står framför ambassaden och säger lägg ut, medan ambassaden har precis sprängts bakom honom. Och det här filmklippet är väldigt känt i Sverige, men det var väldigt få som känner till hela historien.
Vad var det egentligen som hände inne på ambassaden? Varför tog sig 6 tyska terrorister in på sin egen ambassad? Jag tyckte att den här historien är väldigt viktig att berätta och komma ihåg. Speciellt för generationer som lever idag eller yngre generationer. Att vi kommer ihåg att det fanns terror på 1970-talet. Många kanske mer tänker 1970-talet som disco, flower power. Men det var väldigt mycket terrorattacker både från vänsterextrema och nationalister. Och det här är bra att vi påminns om, tycker jag. Jag är själv född på 1970-talet, så jag kommer ihåg när Tyskland var öst och väst och att Västtysklands huvudstad hette Bonn. Men det är det många i den yngre generationen som inte kommer ihåg. Och särskilt som det ser ut idag tycker jag att det är så viktigt att vi slår vakt om demokrati och den europeiska tanken. Så därför tycker jag att det är en väldigt viktig berättelse att föra vidare. Jag föreslog det här för min tyska partner på Luxfilm som jag har jobbat mycket med tidigare. Och tillsammans har vi gjort ett samarbete. Och det är verkligen ett samarbete med både research, intervjuer, både i Tyskland och i Sverige. Och det är en unik berättelse som vi har kunnat få fram för att vi har samarbetat de här länderna. Så att 1 + 1 har inte blivit 2 utan snarare 4 skulle jag säga. Jag vet i Tyskland har ni varit väldigt förvånade över att i Sverige kan man få ut alla polisrapporter och hela polisutredningen. För det får vi i Sverige till exempel. Så det har varit skillnader. Jag vill också tacka SVT, ZDF och Arte som gav oss chansen att göra det här. Själva filmen, där har vi fokuserat på berättelsen från de som var med. De anhöriga, gisslan, men också många av poliserna som var med. Vi bjöd upp många av poliserna som hade minnen från den här tiden till vår redaktion. Vi drack kaffe, vi åt bullar. Men sen pratade vi också mycket om den här händelsen. Och många av de poliser som kom till oss då hade faktiskt inte pratat om det här på väldigt, väldigt många år. På 70-talet kanske vi fick en klapp på axeln och de sa ta en timme sovmorgon och ta en whisky efter att ha jobbat med ett sån här hemskt attentat. Det gör man ju inte idag. Jag vill tacka alla som har ställt upp och blivit intervjuade i den här filmen. Det har betytt jättemycket. Och jag vet att det har varit väldigt jobbigt för många av er att dela er berättelse. Men jag tycker att det är väldigt viktigt för framtiden. Jag vill tacka så väldigt mycket tyska ambassaden som har hjälpt oss med projektet och också med översättningar. Yvonne till exempel. SVT har jag redan tackat och ZDF, teamet som har jobbat med det här. Det vi ska få se här nu idag, det är alltså ett utdrag, det är 3 scener kan man säga, eller delar ur den här 2 timmar långa dokumentären som finns på SVT Play och senare kommer finnas på ZDF och Arte. Tack så väldigt mycket. Vielen Dank, Lisa, Exzellenzen, meine Damen und Herren, Zeitzeugen, diejenigen, die das miterlebt haben, die Angehörige verloren haben. Es ist bewegend, die Aufführung dieses Films hier mit Ihnen erleben zu dürfen. Und ich möchte mich sehr herzlich auch persönlich bedanken dafür, dass ich das hier miterleben darf. Mein Name ist Wolfgang Bergmann, ich bin Geschäftsführer von Arte Deutschland und ich muss sagen, wenn man die Idee von Arte, dem europäischen Kulturkanal, beschreiben sollte, dann muss man gar nicht weit gehen. Exakt das, was wir hier erleben, ist die Idee von Arte. Begegnungen, Zusammenarbeit, multiperspektivisches Aufarbeiten europäischer Geschichte, miteinander ins Gespräch kommen, sich verstehen, in die Vergangenheit gucken, auch dann, wenn es weh tut, um Gegenwart zu verstehen und Zukunft miteinander zu gestalten. Das ist präzise und exakt die Idee von Arte. Und Arte ist geboren aus einem sehr, sehr schmerzhaften Kapitel europäischer Geschichte, nämlich der Erzfeindschaft von Deutschland und Frankreich, die wir Gott sei Dank überwunden haben. Und der mit Arte ein kreatives
diesem positiven Impuls, Frieden zu schaffen, ist Arte entstanden als ein Ort, an dem europäische Gegenwart diskutiert und gestaltet werden soll. Ich bin sehr, sehr froh über diese Zusammenarbeit mit dem schwedischen Fernsehen, dass die beiden Produzenten aus Deutschland und aus Schweden zusammengefunden haben. Ich will nicht verhehlen, es war eine schwedische Initiative. Der schwedische Produzent hatte die Idee, ist auf uns zugekommen. Aber diese Zusammenarbeit, und das ist auch das Gute, hat sehr, sehr früh begonnen. Es ist also eine echte Zusammenarbeit. Ich habe eben Jean-Christophe Caron, der hier in der ersten Reihe sitzt und wirklich für uns die Arbeit gemacht hat, nochmal gefragt, wie war denn das mit den Schweden? Und er hat mir ehrlich, spontan und sofort gesagt, es war eine wunderbare Zusammenarbeit. Vielen Dank dafür, vielen Dank für dieses Event und dem Film und der Veranstaltung ein gutes Gelingen. Ja, guten Tag und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podiumsdiskussion. Ich glaube, uns hat diese Pause gerade allen ganz gut getan, denn der Film geht einem ja wirklich nah. Ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen und trotzdem merke ich, dass ich, nicht weil ich so aufgeregt bin, das hier zu moderieren, sondern weil ich irgendwie sehr gut mitempfinden kann, wie es den Kolleginnen und Kollegen in diesen dramatischen Stunden ging. Ja, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Christina Beinhoff und ich freue mich, dass ich Sie durch diese Panel-Diskussion begleiten kann. Der blutige Terroranschlag war ein dramatischer Einschnitt für die deutsche Innenpolitik, aber auch für das Verhältnis zu Schweden, für den Umgang mit dem Terrorismus, aber natürlich vor allem auch für die betroffenen Opfer und ihre Angehörigen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie, die Angehörigen auf der einen Seite und die Experten auf der anderen Seite, heute hier nach Stockholm gereist sind, um an diesem Panel und Ihren Erfahrungen und Ihren Erlebnissen uns teilhaben zu lassen und Ihre Geschichten zu teilen. Und ja, das Ziel des heutigen Nachmittags, so viel Zeit haben wir leider gar nicht, ist es, an das Geschehen zu erinnern, es einzuordnen, gemeinsam auch darüber nachzudenken, was wir heute, 50 Jahre später, daraus lernen können. Auf dem Podium begrüße ich zunächst erstmal Frau Dr. Vivica Hillegaard. Sie ist die Tochter des ehemaligen Wirtschaftsreferenten Dr. Heinz Hillegaard, Dozentin für Zoologie an der Universität Stockholm und sie leben mit ihrer Familie hier in Stockholm. Zu meiner Rechten Herr Kleis von Mirbach, der Sohn des ermordeten Verteidigungsattachés und Rechtsanwalt in Hamburg. Dann haben wir Herrn Dr. Butz-Peters, ebenfalls Rechtsanwalt und Journalist mit besonderem Interesse, kann ich glaube ich sagen, für das Thema Kriminalitätsbekämpfung, Moderator und vielen von Ihnen, zumindest die deutsches Fernsehen gucken, auch als Moderator bekannt von Aktenzeichen XY ungelöst. Sie haben mehrere Bücher zur RAF geschrieben und das war ein Grund oder der Hauptgrund, warum wir Sie auch hier zu uns auf das Panel eingeladen haben. Danke, dass Sie da sind. Und Jens Nordqvist, wir kennen Sie schon aus dem Film. Sie sind Autor, Journalist und Co-Autor des Buchs, auf Deutsch heißt es Botschaftsdrama, als der deutsche Terrorismus nach Schweden kam. Ihr Buch ist erstmals 2005 erschienen, inzwischen auch in einer Neuauflage und Sie haben aber auch andere Publikationen über den Terrorismus und insbesondere zu dem Komplex Baader-Meinhof geschrieben. Ja, ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein und ich würde gerne beginnen mit der persönlichen Ebene und mit Ihnen kurz beleuchten, was dieser 24. April 1975 für die bedeutet, deren Leben durch diesen Tag für immer verändert wurde. Und deshalb die erste Frage an Sie, Vivica Hillegaard. Wie haben Sie den 24. April erlebt und was löst auch der Film, den wir gerade gesehen haben, in Ihnen aus? Ja, ich möchte nur kurz dazu hinweisen, es ist ja schon lange her, 50 Jahre her, aber natürlich kann ich mich noch genau daran erinnern, zusammen mit meinen Geschwistern, dass das natürlich ein ungewöhnliches Geschehen war, was wir auch vom Film gehört haben, von meinem Bruder Oliver Hillegaard. Das war ein ganz normaler Tag, alle gingen zur Schule und kamen dann nach Hause in verschiedenen Weisen oder erfuhren in der Schule, dass ein Überfall gewesen war. Und das war unfassbar. Wir hatten nicht damit gerechnet. Sonst wäre wahrscheinlich mein Vater auch nicht zur Botschaft gefahren, denke ich. Vielen Dank. Und Herr von Mirbach, wie hat
dieser Tag Ihr Leben verändert? Und vielleicht auch die Frage, wie hat der gewaltsame Verlust Ihres Vaters sich auf Ihre persönliche Entwicklung ausgewirkt? Das sind gute Fragen, die ich vielleicht gar nicht beantworten kann, weil ich ja nicht weiß, wie das Leben sonst verlaufen wäre. Aber ganz sicher ist es so, dass niemand sich freiwillig aussuchen würde, ein Leben ohne Vater zu bestreiten. Und ich hätte es ganz sicher lieber mit ihm gemacht. Und was sicherlich auch eine große Rolle spielt, ist, dass es ein von außen kommendes Ereignis äußerster, brutaler Gewalt war, die ja eigentlich nicht wirklich nachvollziehbar ist. Also der Film hat versucht, die Hintergründe darzustellen, aber dass diese Grenzen so überschritten wurden und dabei eine solche Brutalität an den Tag gelegt wurde, ist schon etwas, was Auswirkungen auf das Leben hat. Also ich kann sicherlich sagen, dass für mich Glück etwas total Zerbrechliches ist, was es vorher nicht war. Also in Schweden, in diesem wunderbaren Land, mit diesen wunderbaren Menschen, haben wir uns gefühlt wie im Paradies. Wir hatten eine traumhafte Familie und es war, wie das vielleicht das Privileg von Kindern ist, völlig unvorstellbar, dass uns mal etwas Böses passieren würde. Und wenn, war ja der starke Vater da, der das von einem abgehalten hätte, so was man sich so als Kind überlegt. Und das war natürlich von einem Tag auf den anderen weg. Nicht mal der starke Vater konnte etwas dagegen tun. Und vielleicht kann man es so sagen, es ist wie ein Meteoriteneinschlag gewesen. Von außen kommt etwas mit Gewalt auf einen zu, kollidiert mit einem und man wird mindestens mal komplett aus der Bahn geworfen. Man geht in eine völlig andere Umlaufbahn. Denjenigen, den es eigentlich getroffen hat, mein Vater, der war in gar keiner Umlaufbahn mehr, dessen junges Leben war zu Ende, so wie das auch mit Herrn Hillegaard der Fall war. Aber das kann man auch sagen, ich sitze hier jetzt nicht als gescheiterter Mensch. Ja? Also die Umlaufbahn ist anders, aber so sehr das alte Leben in dieser Sekunde zu Ende war, so sehr kann ich auch sagen, dass ein neues Leben begonnen hat, was sicherlich ganz anders aussieht, als das alte verlaufen wäre, aber auch da gibt es Glück und ich weiß nur halt, dass es sehr zerbrechlich ist. Vielen Dank. Ja, um diese Tat einordnen zu können, einiges haben wir auch schon im Film gesehen, brauchen wir, glaube ich, an der Stelle den Blick zurück, nämlich in die politischen und gesellschaftspolitischen Bedingungen der 1970er Jahre. Und deshalb eine Frage an Sie, Herr Peters, zum Hintergrund in Deutschland. Wie ich sagte, Sie sind Experte auf dem Gebiet der RAF und wir wissen, dass auch heute hier glücklicherweise jüngeres Publikum unter uns ist, die Zeit vor 50 Jahren, wenn überhaupt, aus den Geschichtsbüchern kennen. Vielleicht können Sie uns noch mal so ein bisschen auch zurücknehmen. Wie war die politische und gesellschaftliche Situation in der Bundesrepublik in den 1970er Jahren? Wer war die RAF? Was waren ihre Ziele? Und vor allen Dingen, was wollte das Kommando Holger Meins mit ihrem Anschlag hier auf die Botschaft in Stockholm erreichen? Es war eine rebellische Zeit, eine extrem rebellische Zeit. 1967, 68 waren die Studenten auf der Straße. Sie hatten viele Argumente. Ein Argument war halt gewesen, Ende mit dem Wohlstand. Die Eltern aus dem Krieg gekommen, hatten halt nichts, hatten ihre furchtbare Vergangenheit und versuchten dann aufzubauen. Wohlstand, das fing an mit Staubsaugern, mit Küchenmaschinen, dann kam das Auto, dann kamen die Reisen, dann kam ein Häuschen im Grünen. Und jetzt war eine Generation plötzlich da, die Nachkriegsgeneration, die sagte, das kann nicht alles gewesen sein. Und das waren die Themen, die wir eben auch im Film gesehen haben, wie Vietnamkrieg, Einsatz von Napalmbomben gegen Kinder. Die Bilder haben die Runde gemacht in der deutschen Zeitschrift Stern. Oder auch das nicht aufbereitete Dritte Reich. Es waren ja im Staatsdienst so mancher noch, der im Dritten Reich auch aktiv gewesen ist. Ich darf noch daran erinnern, das war ein bisschen später, aber es war ja sehr signifikant, dass sowohl ein bekannter Publizist, Werner Höfer, der den Frühschoppen damals moderiert, plötzlich in die politische Verdammung kam, weil er einen Hurra-Artikel auf einen Pianisten, der zum Tode verurteilt war, geschrieben hatte. Und auch am Ministerpräsidenten Filbinger, von ihm rauskam, dass er als Marinerichter Todesurteile gefällt hatte. Und das hat die Jugend einfach umgetrieben. Und die Studenten gingen
Das war 69, 70, wieder zurück in die Hörsäle, alle waren da. Und eine ganz kleine Gruppe von Personen diskutierte, wie kann es weitergehen. Und Ulrike Meinhof hat in der ersten Kampfschrift der RAF, erschienen im April 1971, gesagt, dass der Funke, der von der Studentenbewegung ausgelöst worden sei, zu erlöschen drohe. Und das wollte diese Gruppe verhindern. Das hat Horst Mahler, er war praktisch der Anwalt der Studentenbewegung. Es war Ulrike Meinhof, eine bekannte Publizistin, die damals viel gelesen wurde. Sie hatten konkret ihre Kolumnen geschrieben, saßen zusammen mit dem abgebrochenen Oberschüler Andreas Baader und diskutierten, wie das Ganze weitergehen könnte. Es gab dann, das war die Mai-Offensive 1972, also der RAF hat sich 1970 gegründet durch die Befreiung von Andreas Baader. Er war damals Strafhäftling. Und 1970 im Mai gab es eine Reihe von Bombenanschlägen, die Mai-Offensive mit 4 Toten und über 80 Verletzten. Kurz darauf, im Juni 1972, waren die meisten aus der ersten RAF-Generation verhaftet. Andreas Baader drang darauf, befreit zu werden. Und so gab es in der Folgezeit, und ein Teil davon ist die Geschichte, über die wir jetzt reden, hier in Stockholm, er drang darauf, befreit zu werden, und da hat sich eine sogenannte zweite Generation entwickelt, deren Ziel darauf gerichtet war, nicht mehr durch Bombenanschläge die potenziellen revolutionären Massen zu mobilisieren, wie es Horst Mahler mal gesagt hat, sondern die einfach nur Andreas Baader befreien wollten. Da gab es einen ersten Anlauf am 4. Februar 1973, gescheitert aufgrund von Naivität. Da wurden in Hamburg und in Frankfurt 7 Täter verhaftet, und Baader hat weiter gedrungen und hat gesagt, so wie die das gemacht haben, könnt ihr das Ganze ja nicht machen. Und da hat sich dann die neue Formation gegründet, die hier den Überfall auf die Botschaft begangen hat, die Morde begangen hat. Und wenn man sich den Kernpunkt anguckt, worum ist es gegangen, so ging es in diesen Stunden von Stockholm um das, was 2 Jahre später die gesamte Republik beschäftigt hat, nämlich die Machtfrage. Das war der Deutsche Herbst. Es hat einige Morde gegeben, unter anderem an Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Und dann war Hans-Martin Schleyer entführt worden. Das war in Deutschland ein Riesenschock. 4 Begleiter in Köln ermordet auf offener Straße. Schleyer spurlos verschwunden, er war nicht zu finden. Und da stellte sich halt die Machtfrage, nämlich wer ist stärker? Andreas Baader, das war seine Vorstellung, der Druck sollte erhöht werden, sollte höher sein als in Stockholm. Oder der Staat, der gesagt hat, wir tauschen nicht aus. Also genau die Frage, die viele Menschen hier in Stockholm beschäftigt hat, was war richtig, lastete auf der Bundesrepublik 2 Jahre wesentlich schwerwiegender. Vielen Dank. Ja, jetzt möchte ich gerne den Blick auf Schweden richten und die Frage an Jens Nordqvist. Die RAF hatte bis zum Anschlag, die, wie wir im Film auch gesehen haben, ihre Anschläge nur in Deutschland verübt. Jetzt wurde zum ersten Mal ein Ziel im Ausland ausgesucht. Warum fiel die Wahl auf Stockholm? Und vielleicht können Sie auch etwas dazu ausführen, wie die Situation der sogenannten Linken hier in Schweden zu der Zeit war. Alltså, vi hade ju också en extrem vänstermiljö, men den blev aldrig militant på det viset som den blev i Tyskland. Varför man aldrig tog det steget, det vet inte jag riktigt, men här i Sverige så fanns det ju givetvis demonstrationer och sammandrabbningar med polisen, och det fanns ju hos säkerhetspolisen en medvetenhet om att saker och ting kunde accelerera och det kunde gå illa. Så man hade ju en bevakning på många av de här grupperna. Och då fick man indikationer på att någonting var på väg att hända, för situationen i Tyskland var så laddad att det kunde smälla när som helst i Tyskland, och när man då insåg att det fanns kontakter i Sverige så blev situationen allt mer allvarlig. Så man var ju faktiskt på västtyska ambassaden och varnade kort innan för att någonting var i görningen. Och vad gäller de 6 stycken som kom till Sverige så var ju de på hösten 1974 desperata. Man kände ett starkt tryck ifrån de fängslade kamraterna att göra en aktion, precis som du berättar. Man kände ett tryck på att så snart som möjligt befria de fångarna som satt i Tyskland. Och när en av dem dog, Holger Mainz, efter att ha hungerstrejkat upprepade gånger, så valde man att göra en aktion utomlands i Sverige. Och skälet till att man valde Sverige, det var flera. Bland annat så tänkte man att Olof Palme skulle kunna agera som en murbräcka mot regeringen i Bonn. Han skulle kunna utöva ett tryck.
Och så tänkte man att i Sverige så fanns det en progressiv inställning. Palme hade gått i ett demonstrationståg tillsammans med Nordvietnams ambassadör. Och man tänkte att polisen här i Sverige kanske inte var lika stridsvillig som den tyska. Så därför valde man Stockholm. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal auf die staatliche Seite noch immer etwas verstärkt, auf das Thema Warnzeichen und Sicherheitsvorkehrungen und auf die politischen Entscheidungen, die in der Zeit in Deutschland und in Schweden getroffen wurden. Ich denke, dabei stellt sich die ganz grundsätzliche Frage, die wir bestimmt auch hier jetzt erörtern werden, nämlich wie weit darf ein Rechtsstaat gehen, um sich gegen Terrorismus zu wehren? Was darf er dabei nicht verlieren? So die Entscheidung, nicht mit den Terroristen zu verhandeln, würde ich sagen, war ein gewisser Wendepunkt, politisch und auch menschlich. Herr Vermöller, an Sie die Frage, in dem Film wurde deutlich, und Sie haben sich auch an anderer Stelle schon dazu eingelassen, dass Ihr Vater Sicherheitsbedenken geäußert hatte und bereits auf der Konferenz der Verteidigungsattachés, an der er in Deutschland teilgenommen hatte, davor gewarnt hatte, dass ein Überfall bevorstehen könnte und man in Stockholm stärkere Sicherheitsvorkehrungen brauche. Können Sie uns ein bisschen erklären, was genau die Befürchtungen Ihres Vaters waren? Das werden ziemlich genau die Befürchtungen gewesen sein, die sich dann bewahrheitet haben. Er hatte schon im Ende des Jahres davor hatte er anonyme Anrufe bekommen aus Hamburg, wo die Szene stark vertreten war. Und auch 3 Attentäter kamen ja aus Hamburg. Und das hatte er weitergegeben, sowohl an die schwedischen Stellen als auch an die deutschen. Die schwedischen Stellen, das will ich an dieser Stelle mal ausdrücklich sagen, haben vorbildlich reagiert. Die haben also in ihrem Zuständigkeitsbereich die Sicherheitsmaßnahmen stark verstärkt. Also wir hatten bei unseren privaten Empfängen, zu Hause hatten wir Beamte in Zivil, die als Kellner aufgetreten waren, während das also in der Botschaft nicht so nachvollzogen wurde. Wir haben das ja im Film gesehen, dass das sehr spärlich war, was man da gemacht hat und kein Vergleich mit den Sicherheitsvorkehrungen aushält, die eben heute da vorhanden sind. Also man hat es einfach nicht ernst genommen und wir haben es hinterher von unserer Mutter gehört, wie frustriert er darüber war. Die beiden haben darüber sehr gesprochen. Und ein weiteres kam hinzu, dass 2 Monate vorher eine Entführung in Berlin stattgefunden hatte. Dem damaligen CDU-Spitzenkandidaten Peter Lorenz hatte man entführt und war auf die Forderungen der Entführer eingegangen und hat 5 Terroristen freigelassen. Und das ist auch etwas, was wir Kinder noch mitbekommen haben. Wir saßen vorm Fernseher und bekamen mit, wie entsetzt unsere Eltern waren, dass man diesen Forderungen nachgegeben hat. Und es hieß mehr oder weniger deutlich, das wird Nachahmer finden. Wenn das erfolgreich war, dann wird das so weitergehen. Und von daher ist ziemlich genau das eingetreten, was er wahrscheinlich befürchtet hat. Vielen Dank. Ja, Vivek Hillegaard, auch Ihre Eltern haben das Risiko gespürt. Ihr Vater hatte mit Demonstranten diskutiert. Ihre Mutter wurde verfolgt und von angeblichen Journalisten behelligt, die auch ihr Haus fotografiert haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Erzählen Sie uns ein bisschen, was Ihre Eltern befürchtet haben und welche Anzeichen es gab für diese Bedrohung. Ja, also es ist richtig, dass mein Vater hat ja nur ein paar Tage vorher mit den Demonstranten außerhalb der Botschaft diskutiert und es schien ja ganz gut zu laufen, sagte er selber. Ich muss auch sagen, er war ein liberaler Typ, hörte sich vieles an, auch vielleicht nicht immer die Ansichten dann annahm, aber hat sich verschiedene Sachen angehört. Und auch diese Journalisten meine Mutter wurde verfolgt mit dem Auto und also hinter dem Auto her und wir wissen ja nicht, wer das jetzt war genau. Aber wir hatten eigentlich nie Polizeischutz bevor. Das erst nach dem Todes meines Vaters hatten wir Polizeischutz.
Und wir hatten ja auch ungefähr eine Woche vorher waren Herr und Frau Mirbach bei meinen Eltern eingeladen und die hatten, was ich jetzt erinnern kann, Diskussionen über was passiert war oder was passieren könnte und so weiter. So, es war schon ein Geschehen, was im Umlauf war. Man wusste, aber ich glaube nicht, dass auf jeden Fall meine Eltern gedacht haben, dass sowas bald passiert. Aber es lag etwas in der Luft. Es lag etwas in der Luft, das schon. Herr Peters, die Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut Schmidt entschied damals, nicht mit den Terroristen zu verhandeln und keine RAF-Gefangenen freizulassen. War die Entscheidung der Regierung Schmidt aus heutiger Sicht zu hart? Es klingt sehr hart, wenn man sagt, die Entscheidung war vollkommen richtig. Es gab natürlich ein Abwägen von Helmut Schmidt, wie er später auch gesagt hat. Nur die Situation, um die es ging, es war halt eine terroristische Bedrohung. Und Herr Helmut Schmidt hat sich sehr darüber geärgert, dass er bei der Entführung 2 Monate zuvor, Herr von Mirbach hat das eben angesprochen, er sagte, ich hatte Tropenfieber, hatte 40 Grad Fieber und wurde von Ärzten im Bundeswehrkrankenhaus wieder gesund gespritzt. Hab dann, weil alle in der Runde gesagt haben, wir geben nach, also es war Peter Lorenz war entführt. Peter Lorenz hat in Berlin CDU-Spitzenkandidaten, da lief eine Wahl gerade zum Abgeordnetenhaus. Er war nicht aufzufinden und dann hat man halt die 5 ausfliegen lassen. Einer wollte nicht mit Thorsten Mahler. Und 2 von denen haben im deutschen Herbst wieder mitgemischt, muss man auch sehen. Das wäre immer die Befürchtung. Also Helmut Schmidt hat bei der Entscheidung, die er gefällt hat im Jahr 1975, im April, hat er ganz klar gesagt, einmal ist nachgegeben worden, was haben wir davon? Jetzt haben wir wieder die Situation und er hat gesagt, wir dürfen das nicht machen, weil es geht nicht nur darum, dass weitere Gewalttaten erfolgen werden, wenn der Staat sich erpressbar zeigt, sondern auch, dass es weitere Morde geben wird. Und das war halt die Entscheidung von ihm, so zu verfahren. Im deutschen Herbst, also 2,5 Jahre später, 1977, hat sich dieselbe Frage wieder gestellt und ich hatte mit Helmut Schmidt ein längeres Gespräch darüber. Er sagt, ich habe da immer gerungen, aber was soll man machen? Die Staatsräson war in diesem Augenblick für ihn wichtiger, weil er sagt, wir wollen keine Wiederholungstaten haben, obwohl gerade Ihnen beiden mir sehr klar ist, Ihnen beiden gegenüber, muss das ganz furchtbar sein. Das war damals die Entscheidung von Helmut Schmidt. Ich glaube, weil Sie mich nach meiner Meinung gefragt haben, die Entscheidung war richtig, bei allem Respekt vor dem Leben. Ich weiß, dass Ihnen das vielleicht wehtut, was ich jetzt sage. Aber es war der einzige Weg, den Terrorismus in Deutschland zu stoppen. Und ich möchte noch eins sagen, 1977 ist er genau denselben Kurs weitergefahren. Und seitdem hat es derartige Taten, also Entführung mit der Forderung nach Freilassung, nicht mehr gegeben. Also ich glaube, auch das zeigt vom Ende her betrachtet, dass Helmut Schmidt den richtigen Weg gewählt hat, wenn auch nicht, das räume ich ein, unproblematisch. Ja, er hatte wesentlich später, glaube ich, in einem Interview, ich habe das Zitat jetzt nicht genau vor Augen, aber glaube mit Giovanni De Lorenzo gesagt, dass er, wenn er an diesen Tag zurückdenkt, auch das Gefühl hat, Schuld auf sich geladen zu haben, obwohl er die Abwägung immer noch so getroffen hatte. Aber das ist etwas, was ihm persönlich natürlich auch sehr nahe gegangen ist. Jens Nordqvist, in dem Filmausschnitt ist zu sehen, dass die schwedische Polizei auf diese Art von Terroranschlag nicht besonders gut vorbereitet war. Schweden bevorzugte einen offenen Staat. Können Sie uns erläutern, ob dieser Anschlag zu einem Umdenken geführt hat in der Sicherheitspolitik? Vi hade ju på 70-talet flera våldsamma händelser, ett flygkapning till exempel och ett gisslandrama på en bank. Och sen så hände det här då 75 och det var ju såklart chockerande händelser som påverkade hela det svenska folket. Alla följde ju det här när det här inträffade. Men jag tror att många såg ambassaddramat som ett tyskt drama framför allt som råkade ske i Sverige. Och jag tror att många var väldigt chockerade över den graden av våld, alltså den grymhet som terroristerna uppvisade. Men jag tror att som sagt att man framförallt såg det här som att det var liksom, tysk terrorism kom till Sverige.
Så det var svårt kanske att dra några andra slutsatser än att regeringen inte alls var beredd. Polisen var inte alls beredda. Utan vi hade ingen kompetens att hantera den här typen av händelser. Och det visar ju den här filmen och det visar ju vittnesmålen från både poliser och anhöriga hur amatörmässigt allting skedde. Vielleicht können Sie Jag håller uns, inte riktigt med. vielleicht können Sie uns auch noch ganz kurz erklären, warum Schweden den verletzten Terroristen, es ist ja einer gestorben und einer war verletzt, so schnell auch abschieben wollte. Also Schweden wollte offensichtlich die Terroristen so schnell wie möglich nach Deutschland wieder abschieben. Was wissen Sie dazu? Alltså, dels vill man inte ha en situation som skulle likna den i Tyskland med fängslade terrorister och nya fritagningsförsök. Och man tyckte ju att det här var ett tyskt problem, så därför ville man skicka tillbaka det till Tyskland. Skulle jag säga. Ja, wollte also keine Nachahmungstaten hier provozieren in Schweden. Ja, leider mit Blick auf die Zeit möchte ich schon zum nächsten Themenkomplex übergehen, obwohl wir so viel Stoff hätten, das noch weiter zu vertiefen. Aber ich möchte doch gerne nochmal auf den Blick werfen, auf die Opfer und auch ihre Rolle in der Erinnerungskultur. Und deshalb die Frage an Sie, Herr von Meerbach. Sie haben sich in der Vergangenheit mehrfach dafür ausgesprochen, dass die Opfer stärker gehört werden müssten. Und Sie haben sich auch mal dahingehend eingelassen und bedauert, dass Sie eine gewisse Romantisierung, glaube ich, war Ihr Wort, der Täter festgestellt haben, unter anderem in dem allseits bekannten Film Der Baader-Meinhof-Komplex. Sie haben sich auch bei der Begnadigung und Freilassung Täter nicht hinreichend einbezogen gefühlt. So, wenn Sie so zurückblicken, was stört Sie am meisten oder haben Sie den Eindruck, dass die Dinge heute anders und ausgeglichener betrachtet werden als vielleicht noch vor ein paar Jahren? Sie stellen immer schwere Fragen. Da muss ich weit ausholen. Also, das sind ganz viele Fragen auf einmal. Ich weiß nicht, wie ich die wirklich beantworten kann. Also, was mich immer gestört hat, ist, dass die Gesellschaft der Erzählung der Täter zu einem gewissen Maß auf den Leim gegangen ist, dass sie sich die richtigen Opfer ausgesucht haben. Und das kommt in dem Film, den vielleicht der eine oder andere hier gesehen hat, wir sind ja im Filmhüstet, also gibt es hier wahrscheinlich den einen oder anderen Filmliebhaber, besonders zum Ausdruck. Da werden die Terroristen gespielt von den schönsten und besten Schauspielern des Landes auf eine einigermaßen vielschichtige Weise. Und die Opfer sind blöde, eindimensionale Schießbudenfiguren. Die Szene, wo mein Vater umgebracht wird, wird von einem Zappelphilipp dargestellt, der irgendein nicht erkennbares sprachliches Kauderwelsch spricht. Und die Täter werden als vielschichtige, ursprünglich idealistische Menschen dargestellt. Und eine der Erzählungen der Täter ist, dass sie Repräsentanten des Staates angegriffen haben, die dieses Schicksal im Grunde verdient haben. Und deswegen ist mein großes Anliegen, besteht darin, zu zeigen, dass sie sich nämlich gerade nicht die richtigen ausgesucht haben, sondern dass es in der Regel großartige Menschen waren, die sie getroffen haben, und dass sie es nicht verdienen, in diese Schablone gepresst zu werden, die da lautet, die sind das System. Das ist ein Schweinesystem. Und wer für dieses System auftritt, verdient es, ermordet zu werden. Der hat keinerlei menschliche Eigenschaften. Und das ist eine Erzählung, die nicht unwidersprochen durchgehen darf. Und da sind eigentlich alle gefragt. Da sind solche Veranstaltungen sehr wichtig. Der Film ist sehr wichtig, weil nach den Menschen gefragt wird, die es getroffen hat.
Ich finde, dass das viel mehr zum Ausdruck kommen müsste, dass an dieser Ideologie aber auch wirklich überhaupt nichts dran ist. Vielen Dank. Viveka Hillegaard, noch eine Frage auch an Sie. Haben Sie unmittelbar im Anschluss an das Attentat, Sie und Ihre Familie, eine Art von psychologische Betreuung erhalten oder wie fühlten Sie sich sozusagen überhaupt umsorgt? Welche Erinnerungen haben Sie da? Können Sie das mit uns nochmal teilen? Ja, meine Erinnerung ist natürlich so, dass wir total aus dem Lot waren, nicht? Die ganze Familie. Und irgendwelche psychologischen Betreuung gab es damals nicht. Heute haben wir gehört von Herrn Butin, dass es die ganze Abteilung im Auswärtigen Amt gibt, die zuständig ist, wenn irgend sowas passiert. Und das ist ja sehr gut zu hören, dass es sich verbessert hat, weil damals gab es wirklich gar nichts und wir haben bis heutzutage auch keine Betreuung angeboten bekommen. Nun haben wir uns natürlich durch das Leben anderseitig und uns gegenseitig natürlich auch unterstützt und sind durchs Leben gekommen, weil wir alle noch hier sind, die Kinder und auch von Mirbach. Ich weiß nicht, ob Sie Betreuung gehabt haben oder nicht, aber wir sind weitergekommen. Das Leben geht eben weiter. Und so ist das natürlich auch in vielen anderen Fällen, wo es nicht immer ein Überfall gerade in Stockholm ist, vielleicht woanders oder irgendwie eine andere Todesursache das verursacht. Ne? Man kämpft einfach weiter. Nur das ist natürlich sehr gut, wenn es sowas gibt, eine Krisenorganisation, was es wahrscheinlich heute gibt, denke ich. Und wir haben auch gehört von Herrn Butin hier. Es war eigentlich, was ich noch erinnern kann, meine Mutter war natürlich als Frau von meinem Vater verantwortlich für uns Kinder und auch für die Ökonomie und hatte dann viele Kontakte mit dem Auswärtigen Amt und mit Herr Genscher. Und die haben sich dann irgendwie was zusammengebastelt. Es gab also keine fertige Lösung, was man machen sollte. Sonst hätte man so ungefähr innerhalb von einem Monat ausziehen müssen und zurückgehen nach Stockholm. Und das ist natürlich relativ schnell, wenn man Kinder in der Schule hat und noch hier eine geplante Anwesenheit eigentlich vor sich hatte. Ne? So, ich denke, es ist besser geworden. Wir haben dazu gelernt. Und das ist auch eine Perspektive, die wir uns also mitnehmen können in die Fortsetzung, dass solche Sachen werden in einer oder anderen Weise immer wieder passieren. Da muss man vorbereitet sein in den verschiedenen Organisationen. So, das denke ich ist was auch passiert ist vielleicht. Und man muss immer weiter arbeiten an diesen zusammen, also in den Krisengemeinschaften so planen. Vielen Dank. Ich würde jetzt gern zum Schluss, bevor wir dann auch Ihnen die Möglichkeit geben, liebes Publikum, Fragen zu stellen, noch kurz den Blick nach vorne werfen auf die Frage, welche Lehren ziehen wir aus dem, was 1975 passiert ist. Und deshalb gleich an Jens Nordqvist die Frage, was hat Schweden aus dem Anschlag gelernt, insbesondere was das Thema Umgang mit Radikalisierung angeht? Denn bei den Tätern der RAF handelt es sich ja meist um junge Menschen, die sich radikalisiert haben. Und was sollten Ihrer Meinung nach Lehrer, Eltern wissen um dieses Thema und was sollten sie beachten? Jag tror att på 70-talet och idag så finns det alltid personer som är beredda att utnyttja unga människors idealism eller vilja att förändra världen. Och om man då utnyttjar den här ungdomliga entusiasmen och viljan till förändring för onda syften så kan samhället vara väldigt illa ute. Och det har vi ju sett i Sverige till exempel under den vågen med islamistisk terror när 300 svenskar reste till IS. Så att det är ju eviga frågor på något vis. Hur hanterar man unga människors vilja till förändring utan att det blir en radikalisering, utan att man gör den resan ner i mörkret som de här 6 ungdomarna som kom till Sverige hade gjort? Danke. Butz Peters, an Sie die Frage,
ist auch sehr komplex, aber vielleicht gelingt Ihnen ja eine kurze Antwort. Was würden Sie sagen, wie unterscheidet sich der Terrorismus in Deutschland von dem der 70er Jahre, also dem Terrorismus heute von dem der 70er Jahre? Und ja, wie kann der Staat sich vorbereiten, wenn überhaupt? Es ist ein komplett anderer Terrorismus. Wir wissen ja teilweise gar nicht mehr, was Terrorismus bedeutet. Ich darf an den NSU, den nationalsozialistischen Untergrund, erinnern. Da wurden 10 Morde begangen und keine Erklärung abgegeben. Es war so eine Art stumme Zelle. Es passte überhaupt nicht in die Definition, Erwartungen von Terrorismus rein. Und wenn wir jetzt das nehmen, was nicht aus Sicht des Generalbundesanwalts Terrorismus ist, was aber viele Menschen als Terrorismus empfinden, beispielsweise den Anschlag auf die Synagoge in Halle, ich meine, es war 2019, wenn wir denken an den Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg im vergangenen Dezember am 20., sind das völlig andere Formen. Also in Halle sind 6 Menschen, nicht in Halle, in Magdeburg sind 6 Menschen ums Leben gekommen, 300 wurden verletzt und die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass durch psychische Schädigungen ungefähr 1000 dadurch in Mitleidenschaft gezogene Menschen sind. Wenn man in Magdeburg ist, ist es für jeden dort ein Thema. Magdeburg hat ungefähr 200.000 Einwohner und jeder ist irgendwie betroffen, jeder kennt jemanden oder hat was mitbekommen. Das ist einfach furchtbar. Und ich glaube, wenn man sich die Dinge anguckt, wenn man auch sieht, worüber jetzt diskutiert wird, ist das Ergebnis, vor solchen Anschlägen wird man sich tatsächlich kaum schützen können. Das sagen so auch die Polizeistrategen. Natürlich unternimmt die Polizei, ich nehme gerade das Thema Weihnachtsmarkt, es ist in Deutschland sehr sensibel diskutiert worden. Zu mir hat eine Bekannte gesagt, mit der ich auf einem Weihnachtsmarkt woanders noch einen Tag zuvor gewesen wäre. Gut, dass der Anschlag, also Magdeburg war ja nur Samstag, gut, dass der Anschlag noch nicht gewesen wäre, sonst wäre ich nicht mit meinem Mann auf den Weihnachtsmarkt mitgegangen. Und das verändert natürlich sehr viel. Die Polizei weist zu Recht darauf hin, dass erhebliche Sicherheitsvorkehrungen, Anstrengungen getroffen werden. Nur wenn man auch, das war Magdeburg die Situation, die Zufahrtsstelle blockiert hätte, sie war nicht blockiert, da konnte der Täter mit seinem Auto reinfahren, hätte ein Anschlag auf andere Art und Weise immer noch stattfinden können, beispielsweise bei den riesigen Strömen zum Weihnachtsmarkt, die man halt so nicht schützen konnte. Also es ist notwendig, Sie haben mich gefragt, was kann man an Konsequenzen daraus ziehen. Es ist notwendig, dass die Polizei alles in ihrer Macht Stehende dafür tut. Wir haben in Deutschland ein ganz anderes Thema noch, dass viele derartiger Veranstaltungen gar nicht mehr stattfinden können, bis zu Marathonläufen, weil halt so hohe Auflagen kommen, dass die Veranstalter das nicht mehr finanzieren können. Also alles muss getan werden, um das zu verhindern. Aber ich glaube nicht, dass uns das absolut gelingen wird bei allen Anstrengungen der Polizei. Vielen Dank. Noch eine Frage an Sie, Vivek Hillegaard. Ja, welche Lehren haben Sie persönlich gezogen und was glauben Sie, könnte und sollte heute besser laufen als damals? Ja, ich denke auch ein bisschen, dass es nicht unvermeidbar ist. Also es wird immer wieder vorkommen in einer oder anderen. Aber natürlich müssen wir die Sicherheit sehr hoch schätzen, sodass wir die beste Sicherheit haben können, die wir haben können. Und ja, und dann muss natürlich jeder selber entscheiden, ob er irgendwo hingehen will oder nicht hingehen will. Und gleichzeitig muss man eine bessere Krisenvorbereitung haben. Beides psychologisch und rein praktisch auch. Es fallen ja auch praktische Sachen ein, rein ökonomische Sachen. Und da müsste man, also einen besseren, hat man vielleicht auch schon heute bessere Situationen, was man dann machen kann. Dass man nicht alles erfinden muss in dem Moment. Vielen Dank. Jetzt an Sie noch die abschließende Frage. Wir haben schon vorhin ein bisschen drüber gesprochen, Thema gesellschaftlicher Umgang mit der RAF. Was würden Sie sich wünschen? Und vielleicht die konkrete Frage, was würden Sie dem Publikum, dem zahlreich erschienenen Publikum zu dem Thema gerne mit auf den Weg geben? Da schließt ein wenig an Ihre Frage gerade an Vivek Hillegaard an. Und die gründet sich an der Frage, was bringt junge Menschen dazu, alle Grenzen zu überschreiten. Und ich glaube, wir müssten vor allem als freie Gesellschaft daran arbeiten, dass wir jungen Menschen, die per se den Drang haben, etwas zu verändern und vielleicht leichter in die Gefahr kommen,
an einen Punkt zu gelangen, wo es heißt, Worte reichen nicht mehr, ich muss etwas tun. Dass wir sie als Gesprächspartner so ernst nehmen, dass sie sich gehört fühlen, ohne dass sie zur Gewalt greifen. Und ich glaube, das gilt nicht nur für junge Menschen, das gilt für die Gesellschaften insgesamt. Und ich habe den Eindruck, dass wir da auf einem schlechten Weg sind. Und es wäre gut, wenn wir alle miteinander Anstrengungen unternehmen würden, anderen mehr zuzuhören, die politische Diskussion nicht aus der Position der Verächtlichung, Machung zu führen, des Hasses, des unbedingten Überlegenheitsgefühls. Die Meinung, die ich habe, die ist auf jeden Fall richtig. Und alle, die sie nicht haben, die sind nur einfach noch nicht bekehrt. Sondern dass wieder ein Grundansatz einkehrt, vielleicht habe ich eine falsche Ansicht, vielleicht irre ich mich. Vielleicht ist diese Möglichkeit nur 1%. Aber wenn man die Gespräche über wichtige Fragen wie Politik führt und wie wir miteinander umgehen wollen, ist es aus meiner Sicht unverzichtbar, dass man den Funken des Zweifels in sich trägt, dass man selber Unrecht und das Gegenüber Recht haben könnte und dass man den anderen als Menschen und Diskussionspartner achtet. Wenn man das nicht tut, erhöht man die Gefahr, dass das Gegenüber sich nicht gehört und nicht geachtet fühlt. Unnötig um Potenzen. Und dann ist der Weg vielleicht leichter zu sagen, wenn ihr mir eh nicht zuhören wollt, mich als Mensch nicht ernst nehmt, dann brauche ich mich auch nicht menschlich verhalten. Dann kann ich auch die letzte Grenze überschreiten. Das ist also mehr ein allgemeiner Aspekt und ich habe den Eindruck, dass unsere Diskussionskultur da nicht auf dem richtigen Weg ist, sondern eigentlich einer Umkehr bedürfte. Vielen Dank. Das stimmt sehr nachdenklich, aber ich glaube, Sie sprechen uns aus dem Herzen. Ja, vielen Dank für Ihre alle Beiträge. Ich würde jetzt gerne öffnen für Sie, liebes Publikum, und Sie auch einbeziehen in dieses Gespräch. Wir haben 2 Saalmikrofone. Die Kollegen unterstützen gerne. Bitte zeigen Sie an, wenn Sie eine Frage haben. Das Mikro kommt dann irgendwann zu Ihnen. Es gibt ja keinen Gang hier in der Mitte. Und es wäre schön, wenn Sie anzeigen könnten, an wen sich auf dem Panel Ihre Frage richtet. Mein Name ist Rainer Gatermann. Ich war hier Journalist. Ich habe den 24. April von A bis Z miterlebt. Meine letzte Meldung habe ich durchgegeben, 3 Minuten nach der Explosion. Aber was mich im Nachhinein am meisten irritiert hat, und da möchte ich von Herrn von Mirbach gerne fragen, hat sich Ihre Mutter mit dem deutschen Staat über ihre Witwenrente geeinigt? Nein, ich sage das sehr ernsthaft. Ich fand das so peinlich. Und das war ja hier auch ein Thema der Öffentlichkeit, dass ich Frau von Mirbach mit der Bundesregierung über die Einstufung ihrer Witwenrente diskutieren muss. Das muss ich sagen, es war sehr peinlich. Danke. Wollen Sie direkt antworten? Ich erinnere, dass da Verbitterung war. Und die entzündete sich daran, dass wir rentenmäßig so behandelt wurden, wie jeder Beamte auch behandelt worden wäre. Unabhängig davon, dass es jetzt ein Gewaltakt war, bei dem man sich, mein Vater ja ausdrücklich als Repräsentant des Staates ausgewählt hat. Und ich glaube, dass sie damit nicht zufrieden war und ich kann das durchaus nachvollziehen. Irgendwann wird man sich geeinigt haben. Ich weiß nicht, in welcher Höhe also ich kann mir Schuhe und Strümpfe leisten, also es hat irgendwie gereicht. Aber die Verbitterung war da und ich finde tatsächlich, dass es andere Maßstäbe geben müsste, wenn man als Einzelner pars pro toto den Kopf hinhält, im wahrsten Sinne des Wortes, und eine Familie zerstört wird, der Ernährer entfällt, dann ist der Staat eigentlich gefragt, etwas mehr zu tun. Und daran leiden wir, glaube ich, in Deutschland generell. Wir sind ein regelgetriebenes Land, was super ist. Wir haben vorhin Rule of Law gehört. Das ist eine der Fundamente, auf denen wir stehen. Aber für solche Fälle hat der Staat bei uns
kaum Regeln und wenn er sie inzwischen hat, damals hatte er sie überhaupt nicht, sind die sehr unzureichend. Und die bestehen leider im Wesentlichen darin, dass ein Hinterbliebener, ein Opfer oder jemand, der sich als solcher fühlt, das einklagen muss im Zweifel, dass er auch wirklich ein Opfer ist. Er ist also Antragsteller und er tritt dem, für den er eigentlich den Kopf hingehalten hat, als Antragsteller gegenüber und der Staat ist sein Gegner. Ja, so ist das, wenn man verwaltungsrechtlich etwas erreichen will. Und das ist aus meiner Sicht der falsche Mindset. Wenn jemand wegen der Gesellschaft leiden muss, dann muss die Gesellschaft automatisch zusammenrücken und sagen, wir werfen unsere normalen Regeln, lassen wir die mal kurz beiseite. Wir leisten vielleicht auch überobligatorisch mal was, damit dir fürs Erste geholfen wird. Und das ist, wie ich von anderen Terroropfern weiß, die in jüngerer Zeit so etwas erlebt haben, immer noch ein Grundproblem, dass man kämpfen muss dafür, dass man mögliche Ansprüche durchsetzt und dann vielleicht etwas mehr an Lebensunterhalt bekommt, als dass der Staat einem gerne geben möchte. Danke. Hier vorne war jetzt, glaube ich, eine Wortmeldung. Ja, hallå. Jag heter Claes Örjan Spång och jag är författare. Jag undrar lite grann om hur svenska medier är beredda att skildra Stasis roll, både när det gäller RAFs agerande i Sverige, RAFs agerande i Västberlin och hur när den här skildringen av hela den totala händelseförloppet kommer att publiceras. Man som till exempel kan ju nämna att den här mannen som sköt Benno Ohnesorg, han var ju i hemlighet Stasi-agent och uppträdde visserligen som Västberlins polis, men han var ju förmodligen inte i den kapaciteten som han sköt Benno Ohnesorg. Vidare så är det ju så att det är inte riktigt att RAF inte fanns i Sverige. De fanns i Sverige och både på brottsplatsen och också på Kungsholmen på grund av att det var vad heter det? En RAF-medlem faktiskt bodde i Sverige då. Jag vet inte exakt under vilken period han var medlem i RAF, men han var det definitivt innan han kom till Sverige. Och även i slutet av den här perioden kunde man ju se att han agerade på vad som hände på västtyska ambassaden. Det här är viktigt eftersom Knofo, som han kallades för i extremvänsterkretsar, att han hade faktiskt goda kontakter med Stasi i Stockholm också. Tack för ordet. Den här kopplingen mellan Röda arméfraktionen och Stasi, den är ju ganska noga belagd i Tyskland. Där har man ju skrivit en hel del om det och det har ju även svenska medier rapporterat om. Och Stefan Aust har också skrivit om det, den kända tyska författaren och journalisten. Och vad gäller Nofo, alltså som egentligen då hette Norbert Kröcher, så var han ju egentligen medlem i Andra junirörelsen och inte RAF. Och i alla fall när jag träffade honom så sa han det. Men han är ju helt andra planer än vad RAF hade. Han ville ju göra en kidnappning av en svensk politiker och som han då skulle placera i det så kallade Folkets fängelse. Men jag tror inte att han någonsin såg sig som medlem av RAF, utan han snarare föraktade det som skedde på ambassaden och såg det som ett misslyckat attentat. Ich würde noch gerne sagen zur RAF Stasi Connection, wie es ja in einem Buchtitel auch heißt.
ist relativ viel geforscht, relativ viel veröffentlicht worden. Man kann vom Ergebnis, ich mache eine ganz lange Geschichte, ganz kurz, 1980 hat es den Kontakt gegeben. Darauf sind insgesamt 10 ehemalige RAF-Mitglieder ausgereist nach erst Ostberlin, wurden dann in der DDR verteilt. Das waren die, die die Nase voll hatten vom bewaffneten Kampf. Also die Staatssicherheit hatte eine Entlastungsfunktion für die RAF, weil nach dem deutschen Herbst, wir sprachen vorhin drüber, also im Terrorjahr 1977, hat die RAF Paris als ihre Fluchtburg genommen. Die sind dorthin gefahren und hatten insgesamt 5 konspirative Wohnungen. Das haben die Sicherheitsbehörden auch praktisch nicht mitbekommen. Und daraufhin gab es dann auch eine Unterstützung der aktiven RAF, unter anderem dadurch, dass sich die Anführungszeichen bewaffneten Kämpfer in der DDR erholen konnten in Stasi-Objekten. Diese Verbindung ist aber 1984 abgebrochen, auch in Stasi-Unterlagen, also die hatten sehr viele Unterlagen in dem Archiv oder einiges an Unterlagen, gibt es dort keinen einzigen Beleg mehr. Danach hat die Stasi die RAF, nämlich die 3. Generation, die 84 aktiv geworden ist, beobachtet und man kann aus allen Stasi-Unterlagen entnehmen, dass sie halt keine Kenntnis davon gehabt hatten. Ich würde noch gern kurz zu Benno Ohnesorg anmerken. Benno Ohnesorg war nicht Stasi-Mitarbeiter, wie es eben angeklungen ist. Der Polizeibeamte, der ihn erschossen hat, Kuras, der war bei der Staatssicherheit, aber das ist erst viele, viele Jahre später, also lange nach der Wende rausgekommen. Und es gibt bisher keinen Anhaltspunkt dafür, dass er Benno Ohnesorg erschossen hat, um praktisch Öl ins Feuer zu gießen, um die Studentenbewegung zu beschleunigen. Denn der Tod von Benno Ohnesorg war ja ein Katalysator für die Studentenbewegung. Am nächsten Tag gingen in Berlin plötzlich alle zusammen. Wir sind eine kleine radikale Minderheit. So zogen sie durch die Straßen. Und Studenten, die damals in Berlin gewesen sind, haben mir berichtet, es hat sie zusammengeschweißt, weil einer von ihnen war umgekommen und beispielsweise ein Kriterium. Alle duzten sich plötzlich. Vorher siezten sich die Studenten in Deutschland und der Tod von Benno Ohnesorg hat alle ungemein zusammengeschweißt. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ich höre nichts. Hier oben sind einige Fragen. Vielleicht fangen Gut. wir hier in der Mitte an. Ja, wunderbar. Hallo. Ja, Sie haben ja vorhin darüber geredet, wie man das zu bewerten hat, dass Helmut Schmidt sich dann dafür entschieden hat, nicht zu verhandeln. Und ich als Schülerin und als Teil der jungen Generation, die das eben nicht miterlebt hat, interessiert mich, wie die deutschen Bürger das damals bewertet haben oder vielleicht auch die Kinder der Opfer. Hat man das als Sturheit oder hat man das als Stärke bewertet? Peters, ja, ich würde sagen, Sie antworten. Es war damals eine lebhaft diskutierte Frage, auch in den deutschen Medien. Es wurden alle möglichen Promis dazu befragt. Es gab 2 Positionen. Die eine Position war, Leben geht vor, deswegen muss der Staat austauschen. Und die andere Position war halt die Staatsräson, wie ich es habe anklingen lassen, von Helmut Schmidt. Und da gab es dann ganz viele Usancen noch dazwischen. Es ist anders diskutiert worden, das war ja 2 Monate vor dem Überfall hier auf die Botschaft bei der Bewegung 2. Juni, weil da dachten alle noch, so kriegt man das Problem weg. Deswegen war damals eine andere Stimmungslage. Aber nachdem hier, Diskussion hat es ja in den Medien erst gegeben, nach dem Überfall hier auf die Botschaft. Und da war aber die Stimmung schon umgeschlagen. Also nach meiner Erinnerung war die Mehrheit der Bevölkerung dafür, nicht mehr auszutauschen wegen der Staatsräson. Und dann hatten wir die Frage, ich hatte es vorhin anklingen lassen, ja noch wesentlich verschärfter im deutschen Herbst. Und das hat sich über 42 Tage gezogen. Darf man austauschen, ja oder nein? Und ich habe noch in Erinnerung, was Inge Meisel gesagt hat. Inge Meisel war damals die Mutter der Nation, eine Schauspielerin. Die hat gesagt, alle sofort austauschen, nicht zögern, gebt ihnen 20.000 Mark jedem noch mit. Damit haben wir das Problem so günstig gelöst, wie es überhaupt geht. Das war zugegeben extrem plakativ von Inge Meisel, aber das war eine Position, die auch, ja, wie soll ich sagen, noch bei der Bewegung 2. Juni, also im Februar 1975 diskutiert wurde und später war die Einstellung bloß nicht, denn dann hört der Terror in Deutschland nie auf. Herr von Mirbach. Ja. Ja, Sie hatten ja auch nach den Kindern gefragt. Ja.
Also ich muss vielleicht vorwegschicken, mein Vater ist ja nicht wegen dieser großen strategischen Frage ermordet worden, austauschen oder nicht, sondern weil die Polizei im 2. Stockwerk des Gebäudes war und sich nicht zurückziehen wollte. Also dafür hätte man ganz bestimmt nicht sterben müssen und es war sicher keine Meisterleistung der deutschen Behörden, muss man in dem Fall sagen. Die Schweden tragen da keine Schuld dran, darauf zu beharren, dass die Polizei im Gebäude bleibt. Also es war keine verhandlerische Meisterleistung. Und das Gleiche kann man auch für die große strategische Frage sagen, die am Abend zur Ermordung von Herrn Hillegaard geführt hat. Da sage ich persönlich, und das sieht aber jeder Betroffene sicherlich ganz unterschiedlich, aber wir waren immer der Meinung, dass man da nicht hätte nachgeben dürfen. Aber man hätte natürlich verhandeln müssen, man hätte geschickter verhandeln müssen. Sich hinzustellen und zu sagen, wie das schon sehr früh der Fall war, wir lehnen alle Forderungen der Terroristen kategorisch ab. Das war, also da steht inzwischen auf Seite 2 jedes Buches, über wie man Verhandlungen führt oder nicht führt, dass man das natürlich so nicht machen kann. Man muss hinhalten, man muss versuchen, Zeit zu gewinnen. Solche Geiselnahmen haben eine ungeheure Eigendynamik und die muss man versuchen zu nutzen. Und gerade diese Geiselnahme zeigt ja, dass wenn man etwas geschickter verhandelt hätte, dass vielleicht niemand ermordet worden wäre, weil dann die Sprengladung hochgegangen wäre. Und daraus ziehen wir den Schluss, man muss aus sowas lernen, man muss viel geschickter verhandeln und man kann sagen, zum Beispiel im Deutschen Herbst, bei Herrn Schleyer hat man es ja schon gemacht. Da hat man sich auch ganz früh entschieden, nicht nachzugeben, aber man hat den Anschein erweckt, als würde man das tun, als würde man es ernsthaft erwägen. Und das hat unglaublich viel Zeit gekauft und wenn nicht so viel schiefgegangen wäre, dann hätte man diese konspirative Wohnung, in der Herr Schleyer gefangen war, am Renngraben in Köln, dann hätte man die auch gefunden und hätte möglicherweise eine Befreiung erreichen können. Das ist der Vorwurf, den wir machen. Stichwort Schleyer, da hat ja der älteste Sohn sogar eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, die darauf gerichtet war, dass ausgetauscht wird, damit sein Vater freikommt. Also so unterschiedlich sind die Ansichten der Kinder, der Hinterbliebenen und ich finde sie alle total legitim, will ich ganz deutlich dazu sagen. Ich weiß gar nicht, wie ihr das seht. Da geht es wirklich um alles und ich gebe gerne noch meinen Kommentar dazu. Ich stimme da ein, was Kleis hier gesagt hat. Aber ist natürlich so, in dem Moment geht es ja um den Vater, um die nahe Person. Und ich denke auch, eine Verhandlung wäre ja viel besser gewesen. Man weiß ja nicht, wie das Ende gewesen wäre in unserem Fall. Oder vielleicht wären noch mehr Leute zu Schaden. Das weiß man ja nicht jetzt im Nachhinein. Aber im Film, das wurde hier nicht gezeigt, da hat ja Volkmar Stöcker seinen Einsatz gebracht, zu verhandeln mit den Tätern. Und wenn Sie sich den ganzen Film, diese 2 Stunden angucken bei SVT Play, dann werden Sie das sehen, dass man auf jeden Fall, manche Personen hatten diesen Gedanken schon. Aber man hätte ja auch, wie gesagt, hier die Politiker haben das entschieden, so. Aber man hätte es trotzdem verhandeln können. Ne? Und vielleicht sich auch nicht ändern, aber Zeit gewinnen. Ne? Und das wäre viel besser gewesen. Ne? Vielen Dank. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr können wir vielleicht noch eine allerletzte Frage. Ja, wir haben noch eine Frage hier von einer Schülerin der Deutschen Schule. Guten Tag. Ich hätte eine Frage an Sie, Frau Hillegaard. Wie hatten Sie erfahren, dass ein Anschlag auf der deutschen Botschaft war? Und was war das, also was hat man danach gemacht? Also Sie meinten ja, Sie wären in der Schule. Wurden Sie nach Hause geschickt oder hatte man Sie in der Schule aus Sicherheitsgründen gelassen?
Also ja, wie war der Ablauf? Ja, wir sind ja 3 hinterlassene Kinder. Einer ging in die deutsche Schule, der wurde zusammen mit Ihnen, glaube ich, aus der Klasse gerufen und die haben Informationen gekriegt. Ich ging in die schwedische Schule, da habe ich keine Informationen gekriegt. Ich bin nach Hause gekommen und habe das da erfahren. Und dann meine Schwester ging noch in eine andere Künstlerschule und sie hat das durch Mitschülern erfahren, also durch die Nachrichten wahrscheinlich irgendwie, und ist dann zu die Polizei gegangen in Östermalm und die wussten auch nicht viel mehr in dem Moment. Ist das die Antwort auf Ihre... Aber das war ja schon nachmittags. Das war ja bevor wir überhaupt wussten, dass unser Vater erschossen wurde. Dass er erschossen wurde, erfuhren wir in der Nacht um 3 Uhr von der Botschafterin, Frau des Botschafters Ingrid Stöcker. Die hat dann bei uns zu Hause angerufen. Ja, leider, glaube ich, müssen wir jetzt, ich sehe hier noch Wortmeldung, es fällt mir wirklich... Eine noch? Ja, Frau Blomqvist, noch eine. Gut. Eine Frage Time-Management nehmen ist wir ja auch gerne wichtig. noch an. Und Sie haben ja vielleicht auch noch Anschlusstermine, aber... Dankeschön. Ich heiße Elke Eckehall und ich habe das damals auch im Fernsehen gesehen und war gerade 2 Jahre in Schweden und habe mich da sehr für mein Heimatland geschämt. Das muss ich sagen. Und heute möchte ich sagen, Hochachtung den Hinterbliebenen, die sich diesen Gesprächen stellen. Denn das ist sicherlich nicht einfach. Eine andere Anmerkung, die ich noch machen möchte. Gerade heute auch haben wir ja sehr viel Terrorismus, auch in Deutschland noch. Und es wird zu wenig, die Opfer haben zu wenig Möglichkeiten, gefragt zu werden und verschwinden dann in der Dunkelheit irgendwo. Ich glaube, wenn wir mehr die Opfer sprechen lassen, kann es helfen, darüber mehr nachzudenken und sich besser zu verhalten. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das war fast schon ein sehr schönes Schlusswort. Aber doch von meiner Seite möchte ich Ihnen ganz herzlich dafür danken, dass wir heute hier gemeinsam dieses Ereignis, sage ich mal, beleuchtet haben, etwas ausgeleuchtet haben, das doch lange denke ich mir, im Schatten anderer Anschläge im sogenannten Deutschen Herbst dann 2 Jahre später standen. Und ich glaube, wir haben ihm ja nicht nur Raum gegeben, sondern auch die nötige Tiefe und Menschlichkeit. Und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, den Panelisten, den Experten, aber natürlich auch Ihnen beiden. Und ich glaube, jeder von uns kann nachempfinden, dass das alles andere als leicht ist, auch 50 Jahre nach so einem Ereignis, so offen wie Sie es getan haben, darüber zu sprechen. Ganz herzlichen Dank dafür. Aber ja. Möchte mich aber auch bei Ihnen, liebes Publikum, bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Man hat praktisch eine Stecknadel fallen hören, als Sie den Film angeschaut haben, auch für Ihre interessierten Fragen. Und ich würde zum Schluss einfach noch sozusagen Ihnen mit auf den Weg geben, Geschichte ist nicht nur das, was passiert, sondern auch das, was erinnert wird. Und das haben wir, glaube ich, mit dem heutigen Tag gemacht. Und deshalb vielen herzlichen Dank nochmal von meiner Seite, auch im Namen des Teams der ganzen Botschaft Stockholm, die vielseitig beteiligt war, damit dieser Tag heute so zustande kommen konnte. Und ja, bis bald und einen schönen Abend. Wiedersehen.